In diesem Video möchte ich euch die Brauerei in Veltheim vorstellen, einen Privatanschluss mit reichlich Rangierbetrieb. Mit diesem Industrieareal wollte ich dreierlei bewirken. Erstens sollte ein optisches Highlight am Ende des Anlagenschenkels entstehen. Zweitens wollte ich mehrere Betriebsstellen schaffen, die regelmäßig mit Güterwaggons angefahren werden sollen und so den Zugverkehr auf der ansonsten eher ruhigen Nebenbahn aufwerten. Und drittens diente mir dieses Teilstück in vielen Fällen als Versuchsträger, um für mich neue Technologien auszuprobieren. Inwiefern mir das gelungen ist, dürft ihr gerne selbst bewerten. Mit dem Rohbau des Anlagensegments habe ich bereits 2017 begonnen. Es besteht aus 10 x 40 mm starken Kiefernleisten, auf die eine 10 mm dicke Pappelsparholzplatte aufgeschraubt ist. Obwohl 1,60 Meter lang und bis zu 80 cm breit, ist es selbsttragend und stabil, aber immer noch schön leicht und kann problemlos von nur einer Person getragen werden. Außerdem konnte ich es so rückenschonend am Werktisch bearbeiten und damit weit vor dem eigentlichen Baubeginn der restlichen Modellbahnanlage beginnen. Das komplette Areal ist mit einem filigranen Zaun umgrenzt. Dieser besteht aus dem sogenannten Fabrikzaun mit 2 Toren von Weinert. Die Messingätzteile habe ich schwarz eingefärbt und mit Saumpfosten und Abschlussleisten zum Boden hin versehen. Letztere bestehen beide aus 4 x 4 mm Profilholzleisten, beklebt mit Ziegelimitat aus einer Karton-Mauerplatte. Das Schutzdach der Zaunpfosten besteht ganz einfach aus einer entsprechend zugeschnittenen Dachplatte aus Kunststoff. Alles leicht patiniert, wirkt der Zaun sehr stimmig. Bei einer Länge von rund 4 Meter war dessen Erstellung jedoch eine Geduldsprobe, um die mich nicht einmal ein Sisyphus beneidet hätte. Natürlich lassen sich die Tore, die ebenfalls bei der Weinert-Zaunelementen enthalten sind, in der Zufahrt zu meiner Brauerei mittels Servoantrieben auch öffnen und schließen. Der Kern des Gebäudeensembles ist die Feldschlösschen-Brauerei von Kipri. Allerdings gleich mit 3 Exemplaren des Verwaltungsgebäudes und ergänzt um ein Heizhaus, ein kleines Warenlager und einen Köff-Schuppen. 2 Bausätze des Verwaltungsgebäudes habe ich gekitbasht, also abgewandelt und daraus ein großes Sozialgebäude erschaffen. Um dem Plastikglanz und der etwas unnatürlichen Farbgebung der Plastikmodelle Herr zu werden, sind alle Gebäude farblich nachbehandelt. Die Wandflächen der Kipri-Brauerei haben beispielsweise einen bräunlichen Anstrich erhalten, der sofort wieder abgewischt wurde, sodass die Farbe vor allem in den Fugen erhalten geblieben ist. Die Fugen der abgesetzten Zierflächen habe ich in gleicher Weise, hier nun jedoch mit beiger Farbe hervorgehoben. Das Resultat des gar nicht so großen Aufwandes ist eine, wie ich finde, sehr viel gelungenere Optik der Brauereigebäude. Heizhaus und Warenanlieferung habe ich mit denselben Farben dann an dieses Aussehen angepasst, sodass das gesamte Ensemble nun absolut stimmig wirkt. Sämtliche Gebäude habe ich mit Inneneinrichtung versehen und beleuchtet. Dabei habe ich Wert darauf gelegt, dass wie beim Vorbild nicht komplette Gebäude, sondern nur einzelne Zimmer eine gemeinsame Beleuchtung erhalten haben und sämtliche Lichter separat schaltbar sind. Es wirkt einfach viel glaubhafter, wenn lediglich einzelne Fenster in einem Gebäude hell aufleuchten oder das Licht darin verlöscht und nicht, wie beim Stromausfall, gleich das Licht in einem ganzen Straßenzug an- oder ausgeht. Nun lässt sich die Brauerei auch nachts wunderschön stimmungsvoll illuminieren. Das Straßenpflaster des gesamten Industriekomplexes besteht aus einer Kopfsteinpflasterfolie, die ich, wie fast alles auf meiner Anlage, moderat gealtert habe. Darin sind die Gebäude leicht abgesenkt oder eingelassen, damit kein großer unschöner Spalt zwischen Wand und Straße stört. Ganz vermeiden lässt er sich leider nicht immer, da alle Gebäude abnehmbar ausgeführt sind. Einerseits kommt man so leichter an die Beleuchtung im Inneren der Gebäude heran, andererseits kann ich so das gesamte Segment nach wie vor umdrehen, mit Hilfe einiger eingeschraubter Stützen kopfüber auf einen Tisch ablegen und von unten verkabeln oder anderweitig daran arbeiten. Als Passung und auch gleichzeitig als Stromübertragung Zumindest für 2 oder 3 Phasen der Gebäudebeleuchtung dienen Messingstifte und passende Buchsen
die ich aus entsprechender Meterware aus dem Baumarkt zurechtgesägt habe. Falls eine zusätzliche Stromübertragung notwendig wurde, was aufgrund von 32 einzeln schaltbaren Lichtquellen in den 7 Gebäuden dieses Segments fast immer der Fall war, so habe ich diese mit steckbaren Lüsterklemmen ausgeführt. Einige kleine Szenen, ein Kohlebansen für das Heizhaus und etwas Unordnung rund um die kleine Remise für die Köf runden die Optik ab. Zusätzlich zu einem netten Aussehen waren mir viele Rangiermöglichkeiten für diesen Anlagenabschnitt wichtig. So besitzt die Brauerei neben einer einfachen Abstellmöglichkeit für die Werkslok in einem Schuppen 4 Betriebsstellen. Am Brauhaus mit Abfüllung gibt es eine überdachte Rampe für den Warenausgang, seien es Bierfässer oder auch Kisten mit Getränken. Ein Stumpfgleis direkt neben dem Sudhaus dient als Anlieferung für die Rohstoffe des Brauvorgangs, Hefe, Hopfen und Malz. Getrennt davon werden an dem kleinen Güterschuppen Flaschen, Verpackungsmaterial und sonstige Waren angeliefert. Und zuletzt gibt es ein kurzes Stumpfgleis am Heizhaus, um die Kohle noch per Handarbeit vom offenen Güterwagen in den Kohlebansen zu schaufeln. So erhoffe ich mir durch den Gleisanschluss der Brauerei Veltheim, der direkt vom Umfahrungsgleis des gleichnamigen, eher verträumten Nebenbahnhofs abzweigt, eine interessante Bereicherung der Rangiermöglichkeiten. Wie bereits erwähnt, diente mir dieses Anlagensegment auch als Testobjekt für neue Technologien. Meine bisherigen Anlagen hatte ich mit Marklin-C-Gleisen gebaut. Daher habe ich hier erst einmal gelernt, K-Gleise zu altern und einzuschottern. Da ich aber auch die Weichen einschottern wollte, habe ich gleich ausprobiert, ob dies möglich ist, ohne den Stellmechanismus aus Kunststoff lahmzulegen oder die Weichenzungen zu verkleben. Dank eines Komplettumbaus der schlanken K-Gleisweichen auf Servoantrieb hat dies auch sehr gut funktioniert. Wie ich das genau bewerkstelligt habe, erzähle ich in einem meiner nächsten Videos. Auch die lückenlose Rückmeldung, die beim K-Gleis möglich ist, war für mich neu. Genauso wie die PC-Steuerung mit WinDigipad, die mir plötzlich ein ganz neues Fahrerlebnis mit sanften Anfahren und Bremsen bis hin zu ganz unterschiedlichen Rangiermanövern und flexiblen Abläufen im Betriebsgeschehen ermöglichte. Die funktionstüchtige Waggondrehscheibe und die beweglichen Tore habe ich ja schon einmal in diesem Video erwähnt. Für die Kohleanlieferung wollte ich noch eine Spillanlage bauen. Mein Ziel war, Kohlewaggons vollautomatisch mittels Magneten und einem Linearantrieb aus dem Kfz-Bedarf von der Waggondrehscheibe in das Kohlegleis zu verschieben. Obwohl einzelne Versuche recht erfolgversprechend waren, bin ich hier bis dato noch daran gescheitert, einen zuverlässigen Betrieb zu etablieren. Ein Grund sind die mir zur Verfügung stehenden Elektromagnete, die zu schwach für ein ruckelfreies und problemloses Ziehen der Waggons sind. Mit Permanentmagneten sieht das Verschieben des offenen Güterwagen, oder besser gesagt dessen Bereitstellung auf der Drehbühne, dagegen total bescheiden aus. Entweder müsste ich die Magnete auch noch in der Höhe verstellen können, um den Magneten an den stehenden Waggon heranfahren zu können und nicht andersherum, oder alles nochmal umbauen, sodass der Abstand zwischen Magneten und Waggon deutlich verkleinert wird und die Kraft der Elektromagnete möglicherweise doch ausreicht. Aber dafür fehlt mir einerseits momentan die Zeit, denn neben der Erstellung neuer YouTube-Videos für euch setze ich meine Prioritäten aktuell eher darin, bei der Modellbahnanlage generell etwas voranzukommen und mich nicht zu sehr in solchen Detaillösungen zu verstricken. Andererseits liebäugle ich auch damit, die K-Gleise wieder herauszureißen und durch das wunderschöne Weinert-Main-Gleis in Kombination mit den ponierten Tillich Code 83 Schienenprofilen und den fast unsichtbaren weichen Walter-Punktkontakten zu ersetzen. Solange das noch nicht geklärt ist, gibt es auf dem Anlagensegment erstmal eine Veränderungssperre. Aber zum Glück gibt es auf den anderen Abschnitten meiner ganz persönlichen Modellbahn-Traumanlage auch so noch genügend zu tun und die Arbeit und verrückte Ideen gehen mir so schnell nicht aus. Danke, dass ihr mir heute in meinem Hobbykeller über die Schulter geschaut habt und kommt gerne bei einem meiner nächsten Videos wieder vorbei. Bis dann!